Action und spektakuläre Stuntshows. Motorräder jeglicher Art. Und jede Menge begeisterte Biker. Hier treffen sich alle unterschiedlichen Nationen der Welt. Hier ist immer exzellente Stimmung, alle sind gut drauf. Die Atmosphäre ist mega hier mit den ganzen Leuten auf dem Event. Seit über 20 Jahren sind die BMW Motorrad Days ein Highlight der Saison für alle Motorradenthusiasten und Fans der weiß-blauen Marke. 2025 feiert das Kultfestival 20-jähriges Jubiläum in Garmisch-Partenkirchen. Das wollen wir uns natürlich auf keinen Fall entgehen lassen. Es ist das weltgrößte BMW-Motorradtreffen und zieht regelmäßig um die 40.000 Besucher aus der ganzen Welt an. Hier können Motorradfans ihre gemeinsame Leidenschaft zelebrieren und wir nehmen euch hautnah mit hinter die Kulissen. Wir wollen nämlich mit euch gemeinsam den unverwechselbaren Festival-Spirit ergründen und herausfinden, was dieses Event so besonders macht. Doch damit nicht genug. Wir zeigen euch nicht nur die Programm-Highlights, sondern auch die coolsten Maschinen. Mit dabei die Wiedergeburt einer Sportboxer-Legende, die BMW R12S. Wir testen die moderne Ikone und verraten Hintergründe zu ihrer Entstehung und Technik. BMW-Motorräder stehen seit mittlerweile über 100 Jahren für Präzision, zuverlässige Technik und angenehmes Handling. Rennmaschinen, Enduros, Heritage Cruiser oder Roadster – für jeden Wunsch und Einsatz ist was im Programm. Doch die Mitarbeiter und die Fans verbindet die große Leidenschaft zum Zweiradfahren. Daher besinnt man sich auch immer wieder auf die Tradition und Wurzeln. So auch bei der BMW R12S. Das moderne Sondermodell ist eine Hommage an die R90S, eine Rennlegende aus den 70ern, und damals eines der schnellsten Motorräder seiner Zeit. Doch dazu später mehr. Zunächst schauen wir uns die Neuinterpretation genauer an. Ich persönlich bin riesiger Heritage-Bike-Fan. Ja, die vereinen für mich so das Beste aus zwei Welten. Cooler klassischer Look, aber moderne Technik mit jeglichen Annehmlichkeiten und Sicherheitsfeatures. Deswegen habe ich mich riesig auf den Test gefreut mit der R12S. Ich meine, schaut sie euch mal an, ja? Wie geil sieht die denn bitte aus? Diese Lackierungen der Farbe hier mit den Pinstripes, diese Frästeile, die ganzen Details, klassische Rundinstrumente, Höckersitzbank, diese coolen Speichenfelgen. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Selbst die Blinker, ja, die sind schön dezent. Oft ist es ja so mit das Erste, was man an seinem Bike ein bisschen customized, wenn es so fette, klobige Blinker irgendwie sind. Das Einzige, was ich vielleicht verändern würde, ist dieses Heck hier. Das finde ich ein bisschen zu fett, aber da gibt es selbst Lösungen von BMW direkt, wo man eben hier ein schönes, kurzes, sportliches Heck machen kann. Wie diese ganzen Details mit der R90S zusammenhängen, das klären wir später noch. Auch wenn es bei diesem Bike natürlich viel um Optik geht, darf das Fahren nicht zu kurz kommen. Aber bevor wir das machen, checken wir noch kurz den Sound. Sound ist gut kernig, finde ich schon geil. Ja? Schöner kerniger Boxer-Sound. Aber jetzt geht's los, jetzt wollen wir endlich gleich fahren. Die R12S basiert auf der R1290, dem Nachfolgemodell der erfolgreichen R90, die damals den Boom der Retromaschinen beflügelte. Die Eckdaten sind daher identisch. Befeuert wird das Bike von einem knapp 1200 Kubik großen luftölgekühlten Zweizylinder-Boxer. Leistung 109 PS, bei einem Gewicht von fahrfertigen 220 Kilogramm. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich bei jeder BMW erzähle, die ich bisher gefahren bin, wie geil diese Maschinen einfach in die Kurven gehen. Also es ist echt mega. Du brauchst nur ein bisschen Gewichtsverlagerung, Antippen des Lenkers und das Ding geht einfach rein. Es macht einfach so Spaß, die zu fahren. Also ja, gutes Fahrverhalten, gutes Fahrwerk, das merkt man halt einfach.
Die Sitzposition finde ich auch wirklich gut. Also ich bin ja damals den Vorgänger auch gefahren, die R90. Und da saß man ja gefühlt so ein bisschen breitbeinig. Und das ist jetzt auf jeden Fall besser. Sie haben ja den Tank 30 mm kürzer und etwas schmaler gemacht. Ich finde das gut. Also ich finde die Sitzposition wirklich bequem. Man kann gut sportlich fahren, wenn man auf dem Sitz etwas so nach hinten rückt, ist man schön vorderradorientiert, schön sportlich unterwegs. Man kann aber auch ein bisschen näher an den Tank, dann sitzt man mehr aufrecht und so ein bisschen entspannt. Also ist wirklich gut. Mit 22.000 € Grundpreis ist das Motorrad nicht gerade günstig. Die Basis R1290 startet bei knapp 17.500 €. Dafür hat das Sondermodell schon jede Menge Extras serienmäßig an Bord. Wir haben einen Quickshift damit an Bord. Also das ist so ein Ding, wenn ich keinen habe, vermisse ich ihn nicht. Also er hat mir noch nie gefehlt an irgendeinem Bike, aber wenn er natürlich da ist, ist es cool. Also mal schon so wegbeschleunigen, die Gänge einfach durchzuhauen, das macht natürlich Bock. Wir haben ja auch Heizgriffe mit dabei. Ja, heute natürlich nicht notwendig am gefühlt heißesten Tag des Jahres, aber ich bin ja so eine Frostbeule, also für mich ist das ein sehr cooles Feature, finde ich gut, dass es dabei ist. Und Tempomat ist auch mit dabei. Die 3 Features inklusive Berganfahrassistent gibt es sonst im Komfortpaket für rund 1.000 € extra. Die Anfahrhilfe ist bei der R12S natürlich auch an Bord. Außerdem Kurven-ABS, dynamische Traktionskontrolle und Kurvenlicht. 3 Fahrmodi, Rain, Road und Dynamic stehen zur Wahl. Ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Also ich bin jetzt immer abwechselnd in beiden gefahren. Mir taugen beide wirklich gut. Der Dynamic, muss man sagen, ist schon ziemlich aggressiv abgestimmt, manchmal ein bisschen ruppig so bei den Lastwechseln. Und der Road ist halt schön, entspannt, smooth, aber trotzdem noch sportlich genug. Also eben, ich war jetzt bei der in beiden gerne unterwegs, aber vielleicht liegt es auch am zunehmenden Alter, dass man vielleicht mitunter auch mal gerne im entspannteren Road-Modus fährt. Beim Design gibt's auch noch etliche Gimmicks. Neben der auffälligen Lackierung in Lava Orange Metallic mit Smoke-Verlauf und roten Pinstripes gehört die Cockpit-Verkleidung zum Standard. Ebenso das Solo-Heck mit Höcker aus gebürstetem Aluminium. Der Lenker und die Gabelstandrohre sind in Schwarz gehalten. Außerdem gibt's viele hochwertige Frästeile. Und natürlich die schicken klassischen Speichenräder. Details, die sonst einiges an Aufpreis kosten. Ich finde ja diese klassischen Rundinstrumente mega cool. Ja. Das passt super gut zum Bike, meiner Meinung nach. Man hat unten nur so 2 kleine Displays für die wichtigsten Anzeigen. Also man kann hier auf der rechten Seite eben den Mode zum Beispiel verstellen. Rain, Road, Dynamic. Und auf der linken Seite hat man eben so ein bisschen Tageskilometerzähler, natürlich den normalen Kilometerzähler, Uhrzeit und so weiter. Ja, und eben hier noch so ein paar Settings, die man sich einstellen kann. Das war es aber auch schon. Also es gibt ab Werk sogar ein TFT-Display als Option. Wer das möchte, finde ich persönlich jetzt nicht passend, aber wer will, hat die Option. Was ich etwas gewöhnungsbedürftig finde, ist, dass sie keine Tankanzeige hat. Also ich bin schon viele Bikes gefahren, die hatten jetzt keine Restreichweitenkilometer oder so, aber sie hat ja jetzt nicht mal irgendwie Striche oder irgendwas. Also ja, das finde ich ein bisschen seltsam. BMW meint, es ist so dieses klassische minimalistische Konzept. Alles, was nicht unbedingt gebraucht wird, wird weggelassen. Es kommt dann zwar irgendwann eine Warnung, wenn die Reserve erreicht ist und dann beginnt ein Kilometerzähler nach oben, wie viel man quasi ab der Reserve fährt. Es wäre jetzt sicherlich kein Grund, das Bike nicht zu kaufen, aber anders wäre schöner. Die Sitzhöhe beträgt 79,5 cm und der Schwerpunkt ist nicht zu weit oben und gut zu handeln. Ich finde ja, so wie sie ist, mega gelungen. Eben wird vielleicht höchstens das Heck noch ein bisschen verändern, wie schon erwähnt, aber sonst finde ich sie mega cool. Und da ja die Basis der R1290 ist, passen auch alle Anbauteile, wer sich da gerne austoben möchte. Spannende Insider-Facts zur Entwicklung und Design der R12S verraten wir gleich noch. Aber jetzt geht's zum Highlight unseres Tagesplans, den BMW Motorrad Days. Ein einzigartiges Spektakel, bei dem bereits die Anreise ein Erlebnis ist.
kleine Anfahrt. Mega geil, diese ganzen Mopeds hier, unfassbar. Und mit diesem Bergpanorama. Das Wetter ist auch super, das wird, glaube ich, ein geiler Tag. Bereits seit 2001 gibt es das Event und seit 2002 gastiert es in Garmisch-Partenkirchen am Hausberg. Egal ob Regen oder Sonnenschein, jedes Mal pilgern tausende Motorradbegeisterte aus aller Welt auf das Festival. Nach Ausfällen wegen Covid und Zwischenstopp in Berlin feiern die Motorrad Days nun rundes Jubiläum in Garmisch. Wir sprechen mit Projektleiterin Johanna Wittmann. Wir sind 2001 gestartet in Tirol, in Seefeld, also Seefeld in Tirol. Genau, mit dem Namen allerdings BMW Motorrad Biker Meeting. Und 2007 wurde es dann umbenannt in den BMW Motorrad Days. Und jetzt insgesamt sind wir 23. Mal und das 20. Jahr dieses Mal in Garmisch-Partenkirchen. Es ist ein regelrechtes Paradies für große und kleine Zweiradfans. Wir haben über 80 internationale Aussteller und Partner vor Ort. Wir haben unsere große Produktausstellung von BMW Motorrad mit allen Modellen. Es gibt eine Heritage Area, die wirklich alles auch umfasst von den ganzen Heritage-Modellen inklusive Customizer. Wir haben unsere On-Road-Probefahrten, wo die ganze Produktpalette getestet werden kann. Wir haben auch die Offroad-Probefahrten in diesem Jahr dabei, die Enduro-Trainings sozusagen, das sind Schnuppertrainings. Es ist ein buntes Programm mit viel Musik auch abends, untertags und für jeden was dabei, auch für die Kleinen eine kleine Kids-Area. Genau. Wir steuern zunächst das Heritage-Zelt an und treffen Christian Pingitzer, der uns die Hintergründe zur R12S verrät. Ja, die R12S war natürlich eine weitere Fortführung unserer R12-Baureihe oder R1290-Baureihe, die wir jetzt komplett überarbeitet und neu aufgelegt haben. Aber ursprünglich ist es natürlich hier unsere legendäre R90S, die uns inspiriert hat. Und wir haben im Jahr 2013 das erste Concept 90 gezeigt. Und das hatte auch schon so eine orange Farbgebung und hat sehr, sehr viele Stilmerkmale von der R90S aufgenommen. Und das haben wir jetzt fortgeführt in die R12S als Serienmotorrad. Und das ist die berühmte Vorlage. Mit 67 PS, eine Beschleunigung auf 100 km/h in unter 5 Sekunden und 200 km/h Spitze gehörte sie damals zu den schnellsten Serienbikes der Welt. Ja, die R90S ist eine wirkliche Ikone in unserer Historie gewesen. Wir haben damals die Strich 6 Baureihe, also R75-S, R90-S, das waren so die normalen Tourenmotorräder. Und in der damaligen Zeit war es so, dass die japanische und italienische Konkurrenz mit Laverda, Moto Guzzi, Kawasaki Z1 oder auch Honda mit der 750er vor deutlich mehr Leistung hatte und war deutlich sportlicher. Und dadurch haben wir da so ein bisschen die Fälle davonschwimmen sehen und gesagt, wir müssen was tun. Und haben damals mit der R90S ein Motorrad gebaut, das 200 Kilometer Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, was damals in den 70ern wirklich ein Punkt war. Und damals war BMW erstmals wieder nach längerer Zeit, sagen wir mal, mit einem Sportmotorrad im Gesamtmarkt vertreten. Und das ist natürlich schon ein Meilenstein gewesen. Das war der Hauptantrieb, warum wir das Motorrad gebaut haben. Es war zwischen 1973 und 1976 war die Hauptbauzeit und in der Zeit haben wir dann auch mit den Rennversionen angefangen, um entsprechend natürlich zu zeigen, dass es nicht nur schnell aussieht, sondern auch schnell fahren kann. Die R90S war damals ein Rebell, laut, wild und emotional. Diesen Spirit greift die neue Version auf und feiert ihn mit unverkennbaren Elementen. Natürlich ist es der Boxermotor, der ist ganz, ganz wichtig. Den haben wir natürlich weit überarbeitet. Der hat jetzt Euro 5 Plus, natürlich eine bessere Leistung, aber im Prinzip ist es immer noch ein luftölgekühlter Motor, wie in unserer alten Serie auch. Dann vom Rahmenverlauf, wie sind die Rahmenelemente aufgebaut. Wir haben die Speichenräder mit dabei, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das Fahrzeug schön Speichenräder hat und das Ganze zitiert. Dann der Lenker von der Proportion her, wenn man drauf sitzt, dass das auch ein sportlicher, aber auch nicht zu sportlicher Lenker ist, weil es ist ja kein Rennmotorrad im heutigen Sinne, damals war es eins, oder ein Sportmotorrad und natürlich die Halbschale mit entsprechender Farbgebung. Also das sind so mal die wesentlichen Elemente, die wir unbedingt so zitieren wollten, auch der schwarzen Sitzbank, also wir finden es sehr gelungen. Die R12S ist aber nicht der einzige Ableger der BMW-Familie mit knapp 1200 Kubik Boxer. Mit Produktmanagerin Carina schauen wir uns die R12 GS an.
Das Besonderste an dem Fahrzeug ist unser luftölgekühlter Boxermotor, den wir jetzt seit einigen Jahren in der Produktfamilie haben und Gott sei Dank auch in der Lage waren, den auf die aktuellen Abgasemissionen anzuheben. Ich meine, ihr seht selber, sie ist einfach klassisch, puristisch und bezieht sich super auf die Anfänge der GS-Geschichte bei BMW Motorrad. Und es ist im Endeffekt unsere Hommage an die wirkliche Legende, an die ursprünglichen Anfänge der GS-Geschichte. Seit mittlerweile über 45 Jahren steht das legendäre Kürzel GS, Geländestraße, für die wohl bekannteste und erfolgreichste BMW-Motorradreihe. Es ist damals entstanden aus der Initiative einiger Mitarbeiter. Also es waren sehr leidenschaftliche Enduro-Fahrer, die einfach mal einen 800er Motor in Enduro-Chassis gepackt haben, damit dann Gelände gefahren sind, das Ganze erprobt haben. Es wurde dann ans Management gepitcht und für okay befunden und so ist einfach aus der Leidenschaft der Mitarbeiter dieses Produkt entstanden. Die hatten Lust auf Geländefahren, wollten aber auch was Ausdauerndes, was Langstreckentaugliches mit einem größeren Tank, mit mehr Radstand und ja, so kam das ganze Thema der Spirit of GS ins Leben. Und es ist dann auch hier im Hintergrund, seht ihr auch nochmal ein Rallye-Fahrzeug, wurde dann auch im Offroad-Sport sehr erfolgreich. In den 80ern hat BMW 4-mal die Rallye Paris-Dakar gewonnen und hat sich damals dann eben etabliert mit diesem ganzen Konzept. Großer Tank, reisetauglich und Gelände und Straße waren eben deswegen immer auf einem Niveau, weil die Fahrzeuge fürs Gelände super waren, aber für die Straße genauso. Und diese Balance war einfach auch immer wichtig. Und das konnten wir eben mit der R12 G-S jetzt in die Moderne transferieren. Ein großes Thema auf den Motorrad-Days sind auch Individualisierung und Customizing. Wir schauen uns eine sehr spezielle GS-Adventure aus der Schweiz an. Hier haben wir eigentlich eine Nonsens-GS-Adventure, die kann nicht mehr reisen, keine Koffer, kein Wind- und Wetterschutz, aber genau das lieben wir, einfach Dinge zu machen, die man sonst eigentlich nicht für sehr vernünftig hält. Kurz als Erinnerungshilfe, so sieht das Serienbike eigentlich aus. Uns gefällt der riesige, breite, fette Tank und dann wollten wir alles andere weg und schlank. Das gibt so ein bisschen ein Odd-Design und da spielen wir gerne damit. Das heißt, wir haben hier vorne Windschild, Windabweiser, alles weg, Handschütze, alles weg. Und dann haben wir am Heck gearbeitet. Zuerst Kofferhalter, Gepäckträger, das ist nur einfach, aber das Heck ist eigentlich zu lang, dass das sexy aussieht. Also dann hauen wir es einfach abgesägt. Alles zerlegt, Kunststoffteile, die eigentlich Plastik sind, gefillert, neu lackiert, alles was nicht schwarz ist, hier Gabelbrillen schwarz gemacht, das tönt alles sehr banal. Wenn du das Motorrad siehst, in der Mitte der Bauphase ist eigentlich nur noch ein Rumpf und Schwinge dran und sonst ist alles weg und dann halt alles wieder zusammenbauen. Wer so ein besonderes Bike haben will, muss aber entsprechend investieren. Nein, da liegen etwa 40 Stunden Arbeit und sehr viel Lackarbeiten und Teile weg. Da sind wir bei Umbaukosten von 15.000 bis 18.000 Schweizer Franken, nicht Euro. Ja, wir haben ja eine harte Währung. Direkt daneben steht ein weiteres sehr interessantes Bike. Hier geht der Umbau allerdings in Richtung Racing. Was wir hier sehen, ist quasi ein Sprintmotorrad, was wir auf Basis der R1300R gebaut haben. Ist sozusagen ein internes Projekt, wo man mit vielen, also mit wenigen Mitarbeitern eigentlich und viel Elan und Einsatz aus Vorentwicklern und Designern einfach mal in den letzten 3 Monaten das Bike hingestellt haben. Ja. Und man sieht jetzt schon eigentlich hier bei dem Bike, dass das also die Züge, die Design, diese Linienführung, das ist alles von der KA4, also von der R1300R abgeleitet. Also theoretisch ist eigentlich nur eine geschoppte KA4 mit sehr viel Serienelementen verwendet. Man sieht jetzt hier ganz schön, es ist ein Forged-Monocoque, also Forged-Carbon-Monocoque. Da haben wir also intern auch eine Form gefräst, dann haben wir das da rein laminiert und dann ist es eine Mattlackierung drauf. Das sind 5 Schrauben, das kann man austauschen, da kann man verschiedene Designs drauf bauen. Dann haben wir die Vordergabel, das ist jetzt von der M1000R. Das Ganze, auch das Vorderrad ist von der M1000R, alles Baukastenteile aus unserem Haus BMW. Und der Motor ist tatsächlich Serie, Getriebe, Hinterachse, die Felge ist auch alles eine Serienfelge. Und was wir aber noch reingemacht haben, ist die Akrapovic-Titan-Auspuffanlage, um dem natürlich auch einen richtig schönen Sound zu verleihen, dem Motorrad. Nicht zu vergessen die Lachgasanlage für richtig Schub. Und den Sound wollen wir natürlich hören. Geilen Sound und jede Menge Action noch dazu gibt es auf der Event Area. Hier zeigen Stuntfahrer, was sie drauf haben.
Diesmal mit dabei mehrfacher Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlıoğlu, der den Auftritt sichtlich genießt. Toprak, sag uns doch bitte, wie gefällt es dir hier? Die Atmosphäre ist mega mit den ganzen Leuten hier auf dem Event. Das ist mein erstes Mal und ich genieße es sehr. Ich mache eine Stuntshow und alle sind super drauf. Ich bin sehr happy. Wahrscheinlich ist das mein erstes und letztes Mal hier in Garmisch, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Toprak und Stuntfahrer Dirk Manderbach beeindrucken das Publikum mit ihren Tricks. Was für eine Show, mega geil. Also wenn man ein Motorrad so beherrschen kann, ist man ganz weit vorne. Dirk ist seit rund 20 Jahren als Motorradprofi unterwegs. Als kleiner Junge wollte ich schon immer gerne Motorrad fahren, konnte ich mir aber erst ab 18 erlauben und dann komme ich aus dem Trail, Endurosport und ich wollte immer gerne kreativ mit dem Motorrad arbeiten und so kam es in den Bereich Stuntfahren oder technische Sachen fahren. Das macht mir riesen viel Spaß. Auch er genießt es, immer wieder hier dabei zu sein. Die BMW Motorrad Days gerade hier in Garmisch ist wie ein Coming Home. Hier treffen sich alle unterschiedlichen Nationen der Welt. Es geht ums Motorradfahren, um Lebensfreude, um miteinander Zeit zu verbringen und es ist für mich auch immer ein Spirit, weil ich komme übers Jahr auch öfters mal hier hin, um auf demselben Platz auch die Wheelie-Schule, die ich habe, auch hier durchzuführen. Und hier kommen Menschen hin übers Jahr, die pilgern, die haben Urlaub und die finden diesen Bereich halt wirklich wunderschön. So ein Festival zu organisieren erfordert natürlich jede Menge Arbeit, wie uns Projektleiter Florian Kopp verrät. Wir sagen immer intern, nach dem Motorrad ist es vor dem Motorrad Days. Also wenn dieses Event vorbei ist, steigt man eigentlich wieder direkt ein in die Planung. Dann gibt es Ausschreibungen. Man geht wieder mit dem Markt Garmisch-Partenkirchen in Kontakt, kümmert sich um die Wiesen, schaut, was man verändert, vielleicht fürs nächste Jahr. Also das Kernteam ist eigentlich immer ein ganzes Jahr beschäftigt mit den Motorrad Days. Und dann am Schluss, wenn man hier ist, vor Ort, sind wir tatsächlich 350 BMWler, die auf dem Platz sind und sich für die verschiedenen Teilprojekte engagieren. Wir haben da ungefähr 20 Teilprojektleitungen mit im Boot und die Johanna und ich, wir machen zusammen die Gesamtprojektleitung, haben dann tatsächlich auch 51 dieses Jahr Agenturen und Partner mit dabei. Das sind auch Dienstleister, auch die Gemeinde natürlich mit Ämtern und Behörden, die alle mit an einem Strang ziehen. Also es ist eine super große Gemeinschaft am Schluss, die alle dafür sorgen, dass die Gäste hier Spaß haben können hoffentlich und feiern können. Wir verabschieden uns jetzt langsam von den BMW Motorrad Days. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr einzigartiges Event, nicht nur für BMW-Fans, sondern generell für Motorradenthusiasten. Geile Leute, coole Maschinen und dann gepaart mit Action, was will man mehr? Für mich war es auf jeden Fall auch etwas ganz Besonderes, mit der R12S hier zu sein. Und auf der geht es jetzt auch gleich nach Hause und ihr seid hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei.